Was geht? Heute mal ein Video auf Deutsch. For the English audience, this is a German video. I'm showing a other turret tower design, which has some good arguments for it. It's different to the regular tower that I'm building before. I'll put a explanation into the video description, and you can still watch the video. Everything will be shown in pictures, and it's also I'll put subtitles for the important parts in English under the video. Ja, okay, kommen wir jetzt zum deutschen Teil. Ich habe mich mal entschieden, die Sprache zu nutzen, da wir ja quasi eigentlich hier so die Superingenieure sind. Deswegen, warum nicht, ne? Um das ganz kurz zu erklären. Der Tower oder generell die Tower sind Slim Tower mit Floating Segments, also quasi die Turrets sind, oder die Turret-Platzierungen sind auch Floating. Ist jetzt kein Ersatz für den normalen Tower, den ich bis jetzt mal gebaut habe, sondern ist quasi ein Paralleldesign. Und Vor- und Nachteile, ich würde die ganz kurz aufzählen. Und zwar, wie ihr sehen könnt, die Segmente fliegen, bedeutet wir haben weniger LOS dazwischen, die Turrets haben mehr quasi Sicht, wo sie hinschießen können, es gibt weniger Strukturen, die blocken. Dann sind die Turrets auch näher beieinander, also quasi die Turret Range von dem ganzen Turret Tower ist geringer als bei dem, was ich sonst mache, weil der Core ist ein 2x2 Core anstatt 3x3. Damit können wir in Gebieten wie zum Beispiel Kano Island, wo wir, wie ihr seht, hier viele Tower bauen wollen, aber halt eingeschränkten Platz haben, zwecks der Küstenlinie, wo halt Rafts oder so hinkommen können. Wenn wir die eben enger beieinander bauen. Und der Structure Count von solchen Turret Towern wie dem hier ist auch sehr viel geringer, weil wir eben zum einen in der Mitte das nicht haben und zum anderen, dadurch, dass wir einen 2x2 Tower haben, können wir einen 8x8, also 2x2 Kern haben, können wir einen 8x8 Tower bauen. Wenn wir 3x3 hätten, müssen wir mindestens 9x9 gehen, weil 7x7 halt einfach vom Abstand Tower zum Cage viel zu klein wäre. Und damit können wir, wie gesagt, auch den Structure Count viel geringer halten. Genau, das wären so die Pros und Cons. Generell Cons logischerweise, der mittlere Tower hat jetzt, also beziehungsweise der Kern hat keinen eigenen Support, also wenn der ganze Cage gedroppt ist, droppt die Mitte auch. Was aber relativ unrealistisch ist, weil halt so viele Wände im Cage sind, dass man, ja, wenn man das schafft, das zu droppen, dann hat der Tribe, der das verteidigt, auch eigentlich kein Tower verdient. Genau, und noch ein Vorteil ist eben, dass wir oben ein symmetrisches Dach bauen können. Und ansonsten, wenn man da irgendwelche Nachteile ein, ja, der Nachteil ist halt auch, dass wir nicht so viele Turrets auf den Tower platzieren können wie bei einem 3x3, also quasi, wir müssen den Tower höher bauen. Also ihr seht, wir haben jetzt 97 Turrets hier, das ist aber generell die Umgebung plus das Ding in der Mitte. Aber der Core kann nicht so viele Turrets halten wie ein 3x3, oder dass man viel weiter nach oben gehen muss. Und wenn man weiter nach oben geht, dann schießen logischerweise die oberen Turrets erst später, weil die eine größere Distanz zum Boden haben. Genau, so viel dazu. Okay, fangen wir an. Ganz kurz vorher wusstet ihr, dass wenn man in hohen Einstellungen spielt, gerade so durchguckt, ich neu von dem man sitze, einfach weg ist. Mega crazy. Altnark, das ist immer dann so schön durchgeguckt. Okay, gut. Also wir fangen nochmal an. Ich habe jetzt ein 8x8 Fundament genommen hier. Einfach weil, wie gesagt, ich will einen Slim Tower bauen, der sehr klein ist, also wenn es um die Fläche geht. Und wir nehmen ganz normal die Double Door Frames und bauen dann hier den Cage. Okay. Cage habe ich euch mal gebaut. Höhe sage ich euch gleich. Müsst ihr mal testen, wie hoch ihr das Ganze haben wollt. Dafür nehmt ihr euch die Large Cellar Doors. Diese Tech-Dinger, die sich öffnen lassen. Zur besseren Orientierung mache ich gerne erstmal am Boden so 2x2. Das muss dann aber weg, weil da später, wie gesagt, die Sachen dann fliegen. Haben wir die hier ran. Das Geile ist, dass dadurch, dass die sich überlappen bei dem 8x8, dass jetzt auch alles miteinander verbunden ist schon. Und die müssen wir dann quasi auf Auto Never Close setzen. Und mit Auto Open. Also beide Settings ausschalten. Dann kann man das quasi noch auf Admin-Log setzen. Dann kann es generell keiner mehr benutzen, außer die Admins. Und ihr schaltet die Dinger aus und wenn ihr weggeht, dann bleiben die aus, aber die geben eben noch den Ort. Und als nächstes würden wir hier unten wieder das abmachen.
dafür müssen die Dinger aber ausgeklappt sein, deswegen mache ich das gerne so, dass man die auch ausklappen kann, laufen kann. Double Door Frames drauf. Das sieht auf jeden Fall so aus dann, wenn ich jetzt hier alles schließe. Und kurz Schnelldurchlauf. Das zu, dann sehen diese Segmente pro Level so aus. Und unsere Turrets kommen dann oben und unten dran. Könnt ihr mal abwechselnd machen. Quasi Tech Turret da und da oben hin. Je nachdem, ob ihr jetzt hier einen haben wollt, aber was mal noch zum Zeigen. Unten und unten. Und jetzt die Heavies. Eben komplett versetzt einmal. So. Hier. Das wäre jetzt quasi ein Level. Ein Level hat 8 Turrets. Davon bauen wir jetzt mehrere hier ein. Ich muss jetzt nur gucken. Wir haben jetzt da eins gesetzt. Wir müssen von hier aus eine Etage, 2 Etagen, 3 Etagen höher gehen. Dann kann man das Ganze gleich wieder bauen. So. Und hier die Wände wieder drauf. Ja, und wenn ihr das so baut, dann seht ihr, dass hier genügend Platz ist, dass die sich quasi nicht so berühren, oder? Hier muss jetzt Tech Turret hin. So hier. Sehr entspannt. Aber wenn das jetzt quasi eins weiter unten wäre, dann würden die sich quasi fast schon berühren. Und das ist halt ungünstig. Wenn deine Rakete gegen fliegt, sind gleich 2 Turrets auf einmal kaputt. Das wollen wir ja nicht. Genau, jetzt müsst ihr gucken, wie hoch ihr euren Tower haben wollt. 1, 2, 3. Das wäre jetzt das dritte Layer. Da hätten wir quasi 8, 16, 24, 1, 2, 3, 32 Turrets in der Mitte. Und ich würde es vielleicht noch eins höher machen. Dann ist der Core Tower quasi schon ausgefüllt. So, unser Tower ist jetzt quasi von der Höhe her fertig. Das sind jetzt 16 Wände außen. Die letzten Turrets sind in der Höhe von 14. Und wenn ich mich jetzt hier hinbegeben würde, dann mal pinge, ungefähr halt, ungefähr bei der Foundation sind halt die 80 Meter, was die maximale Reichweite von einem Turret ist. Man könnte vielleicht noch ein Level höher gehen, aber umso höher man geht, desto weiter ist man logischerweise vom Boden weg und desto näher können die Gegner laufen, ohne dass die Turrets schießen. Deswegen denke ich mal, das ist eine relativ gute Höhe. Wie gesagt, mit den bis zum Turret 80 Meter bei der Foundation hier. Sollte das alles so passen. Genau, sieht ein bisschen sehr dünn aus, weil es wie gesagt nur ein 8x8 Tower ist. Das ist jetzt sehr komprimiert. Wenn ihr jetzt ein 10x10 macht oder 12x12, sieht das natürlich auch alles ein bisschen globiger aus. Und dann sieht das nicht mehr so aus wie nur so ein dünner Pfeiler. Aber es ging ja um einen sehr schlanken Tower und damit habe ich jetzt das 8x8 Design gewählt. Genau, als nächstes würden wir den Jenny einbauen, logischerweise in den Boden. Ihr könnt irgendwo oben einen Floating Generator machen, wenn ihr das wollt, aber jeder Tower sollte auf jeden Fall einen Ground-Based Generator haben. Einfach halt, damit man nicht nur das Fundament oder die Ceiling von dem Generator wegspringen muss. Ich werde die Tage nochmal ein Video machen, zwecks wie man einen Jenny Vault droppt, ohne dass man jedes Mal die Vaults aufheben muss oder zerstören muss, wenn man den nachfüllt. Da gibt es einen kleinen Trick dazu. Deswegen, wenn ihr gerade einen Tower bauen wollt, aber es ist nicht so alt, wartet noch ein bisschen, weil da geht es auch um das Foundation Placement. Ansonsten mache ich halt Ele rein, ne? Und dann nehmen wir uns die Edge-Dinger. 4 Volts. Muss auch mit 3 machen, aber das ist ein bisschen schwieriger. Setzen wir jetzt quasi hier so einmal hin. Natürlich kein Element mehr, um das Ding zu bebauen. Vielleicht geht es ja trotzdem noch. Ihr dürft die Dinger nicht aufheben oder abreißen. Wenn ihr sie aufhebt, dann hebt es den Volt mit auf. Wenn ihr sie abreißt, dann zerstört es den Volt mit. Ihr dürft ihn nur so in die Luft sprengen. Denn sonst fallen die Volts nicht nach unten. Und noch ein kleiner Hinweis. Man kann noch eine zweite Schicht Volts drüber legen. Denn Volts können auf Volts stehen, wie im alten Arc, aber ihr könnt nicht mehr als 2 machen, weil wenn ihr nämlich einen dritten Volt nach oben drauf setzt und der unterste zerstört sich. Right? Also wenn der unten kaputt gemacht wird, sind 2 oben drüber. Beide von den oberen fallen und während der Fallanimation haben die keine Hitbox. Bedeutet, beide landen gleichzeitig auf dem Boden und es ist nur noch quasi einer da. Auch wenn dann 2 hier stehen, aber die kriegen gleichzeitig Schaden. Bedeutet, es bringt nichts mehr als 2 Volts hier oben drauf zu droppen. Das macht wirklich überhaupt keinen Sinn, weil wie gesagt, es wird
Es fällt alles auf den Boden. Ich weiß nicht, ob die das noch ändern, aber zumindest ist es momentan so. Genau, und dann bauen wir noch das Roof oben drauf. Logischerweise einfach ein Netz, ne? Ich empfehle immer Thatch Ceilings zu nehmen, damit das mit den Placements einfacher ist, weil sonst packert die Ewigkeiten ab. Vor allem, wenn man mit dem Texel fliegt, ist es eigentlich quasi unmöglich. Ihr könnt ihr schön laufen hier oben. Eine Sache noch, die ich empfehlen kann, ist, wenn ihr hier oben das baut, man kann überall Pillar reinsetzen in die Ecken. Das geht auf jeden Fall. Kennt ihr ja bestimmt, wenn das dann so hier aussieht. Wie so eine Krone. Ihr könnt die Dinger auch klein machen, dann sieht man sie nicht mehr, sind sie innen drin. Aber es ist trotzdem diese Support gegeben. Das solltet ihr auch an Ecken wie hier zum Beispiel machen, überall mal. Denn diese Supports quasi verbinden diese Wand mit der Wand hier drüben. Wenn da keine Supports gegeben sind, aber wir haben also, das Ding ist halt, wir haben in der Mitte durch die hier auch Supports, ne? Das tut alles miteinander verknüpfen. Wenn ihr das nicht habt, sind Pillar in den Ecken wirklich wichtig, weil wenn jemand kommt und hier unten einmal eine ganze Reihe zerstört von Walls, kracht das Ding ein, wenn es oben keine Supports mehr hat. Mit den Pfeilern in der Ecke hast du auch Support um die Ecke rum. Also quasi, selbst wenn jetzt hier unten keine Foundations wären, würde die Wand immer noch schweben, denn sie ist jetzt quasi mit den Pillern in der Ecke verbunden. Aber wie gesagt, bei unserem Tower auch durch die Dinger hier. Also, ihr kommt in Verbindung von da, über diese Schnittstelle hier quasi, die nachher drüben. Bedeutet, die Pillar sind jetzt hier nicht so wichtig, aber ihr könnt sie trotzdem reinmachen, denn mehr Supports sind immer gut. Ihr müsst halt gucken, wie es mit eurem Structure Cap aussieht. Ich würde die Pillars nachträglich einbauen, wenn ihr quasi den ganzen Rest gebaut habt, weil die sind jetzt nicht so unglaublich wichtig. Also sie sind schon wichtig, aber nur quasi nochmal ein extra Addition. Was ihr aber machen könnt, um oben das Netz mehr zu supporten, weil wenn ihr jetzt quasi dort und dort die Verbindung habt, dann würde das Netz, also zumindest die eine Reihe von Railings hier einstürzen, beziehungsweise auch das Dach oben drüber. Deswegen mache ich gerne das hier. Ich nehme die Dinger als eine Reihe, mache daraus ein X. Bei einem Bau mit geraden Fundamenten sieht es ein bisschen schräg jetzt aus, aber das ist völlig egal, weil das wird auch alles unsichtbar gemacht. So. So. Und die geben quasi dann unseren Railings, die wir jetzt gleich platzieren werden. Und wo sind sie? Hier. Auch Halt. Weil ich kann die hier draufsetzen, jetzt könnte ich die hier so lang ziehen, ne? Und normalerweise würden die jetzt mit den Pillern halten, die hier in der Decke drin sind, ne? Also wir müssen normalerweise überall Pillar reinsetzen, zumindest oben einmal ringsrum. Mit den Dingern können wir das auch so machen, dass es quasi nochmal extra Support in der Mitte hat. Man könnte das, wenn ihr Structure Cap habt, könnt ihr auch alles oben ausfüllen, aber das ist eigentlich irrelevant. Genau, und wie gesagt, hier Thatch Ceilings. Und das ist mit dem Placen ganz einfach. Und die reiße ich später einfach ab, indem ihr hingeht. Macht den hier. Den hier. Dann hält die ganze Sache. Gut, jetzt habt ihr schon gesehen, die Dinger sind jetzt verschwunden, weil jetzt eben der Support von den Pillern hier drin fehlt. Müssen wir einmal ringsrum einbauen. Und dann läuft der Hase, ne? Okay, und obviously wollen wir auch noch ein Roofing machen, was die Stegos runterschickt. Gut ist natürlich jetzt dadurch, dass wir eine gerade Anzahl von den Fundamenten haben, ist das Dach auch gerade und wir haben direkt in der Mitte hier, also nicht eine mittlere Foundation, sondern eine Mitte zwischen Foundations, was quasi als unser Peak gilt. Dort müssen wir nicht irgendwie nach außen gehen, sondern wir können einfach hier angehen. Ach scheiße, ich habe das umgebindet auf I. Und die Dinger hier schön anbauen. Und dann kann man sich hier stundenlang damit beschäftigen, die scheiß Step Points zu finden. Viel Spaß damit. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr das Dach gebaut habt und es fertig ist, dann könnt ihr hier die Thatch-Dinger zerstören. Also ich mache das quasi mit Iron mal ganz schnell, aber das könnt ihr, wie gesagt, ganz einfach auch selber machen. So. Die will nicht, okay. Wenn hier drin steht. Mit bestimmt nicht mit aufheben, weil logischerweise ihr könnt es ja nicht mehr aufheben dann später, aber damit ihr seht, dass dann hier nichts kaputt geht, wenn ihr das aufhebt. Oh, das war ungünstig. Wollen wir nicht. So. Und ich bin bescheuert. Ja. Müsst hier noch aufpassen.
Die müssen nochmal weg, ganz kurz. An den Enden, quasi. Ist noch nicht mal das Giebel hier, wo der Giebel quasi auch ist. Müssen hier zum Schließen noch die Double Door Frames hin. Wenn ihr das nicht macht, dann sind halt hier Löcher drin. Da logischerweise nicht wollen. Und dann könnt ihr hier das wieder auffüllen mit... Ich habe übrigens jetzt die weggemacht, ne, die Railings, weil sonst kann man das nicht platzieren. Wir müssen jetzt hier wieder rein. Und hier eben, wenn man das will, damit hier auch kein PT reinfliegen kann. Ich weiß nicht, ob die hier durchpassen, aber einfach so zur Sicherheit. Ach komm. Und hier oben könnte man das auch machen. Oder man macht vielleicht das mit so einem leichten Slope, wenn es einen Snap-Punkt gibt. Ne, gibt es ja nicht. Okay, gibt es nicht. Also geht das nur so hier. Aber das sollte zu sein auf jeden Fall. Genau, hier und auf der anderen Seite und dann ist euer Tower ready. Gut, ansonsten war es das schon mit dem Video. Ich hoffe, es konnte euch helfen. Und sagt mir Bescheid, ob ihr mehr Videos auf Deutsch haben wollt. Ansonsten lasse ich das sein.